Hallihallo, mein Name ist Ruti und in der letzten Folge meines 100.000 Kilometer Spezials habe ich übers Werkzeug geredet und gesagt, dass man auf jeden Fall etwas zum Reifenwechsel dabei haben sollte. Deswegen bietet es sich an, heute in der nächsten Folge über Reifen zu sprechen. Welche Reifen hatte ich schon drauf, wie fand ich die und was sind meine Empfehlungen und Tipps dazu? Los geht's! Also, die Tenere 700 kam werksseitig mit dem Pirelli Scorpion STR Rally. Vorne und hinten natürlich. Das ist auch ein ordentlicher Reifen. 50-50 Reifen, hat keine richtigen Stollen, kann aber auch Schotter, ist sehr gut auf der Straße. Mit dem kannst du gut fahren, macht ungefähr 20.000 Kilometer. Aber ich wollte natürlich auch mal was anderes ausprobieren und dann habe ich irgendwann hinten auf den Heidenau K60 Scout gewechselt. Der Heidenau K60 Scout ist ein Klassiker unter den Reisereifen und der Langlauf King. Ich bin damit im Balkan gefahren, dann nach Südamerika, dann runter bis Ushuaia ans Ende der Welt und wieder hoch bis Santiago de Chile, 27.000 Kilometer. Und der war noch nicht glatt. Da gab es dann Kommentare, die gesagt haben, ja, solche Kilometerlaufleistungen, die schafft man aber auch nur, wenn man sehr, sehr langsam unterwegs ist. Das hat für mich mit Motorradfahren nichts zu tun. Das ist halt Quatsch. Denn der Heidenau ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr viele Kilometer machen kann. 25.000 ist nichts Ungewöhnliches. Und es ist auch so, dass Reifen bei Kälte länger halten, weil das Gummi dann härter ist und so weiter. Und ich bin im Winter in Patagonien gewesen. Also das ist ein Reifen, den kann ich absolut empfehlen, ist ein Top-Reifen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Tenere original hinten eine 150er Breite hat. Und der Heidenau hat bei einer 150er Breite einen Mittelsteg. Das heißt, er hält dann noch länger. Der Trick ist es, bei der Tenere 700 kannst du auch 140er aufziehen. Vorteil ist, dass du oft nur die Hälfte bezahlst, zumindest hier in Südamerika, auch in Nordamerika. Denn den Tipp hatte ich aus einem nordamerikanischen Forum am Anfang bekommen. Außerdem hast du halt eine viel größere Auswahl. 150er, da kriegst du oft nichts. Das ist der Trick. Und der K60 Scout hat eben bei 140er Breite keinen Mittelsteg. Das heißt, er hat dann noch mehr Grip. Mit dem kannst du alles fahren. Das ist wirklich ein super Reifen. Nachteil ist, er ist ein bisschen teurer als die anderen Reifen. Vielleicht so 20, 30, 40 Euro teurer. Aber er macht eben auch viel mehr Kilometer. Da kann man sich dann ausrechnen, lohnt sich das nicht. Ich weiß, dass Leute gerne dafür mehr bezahlen, weil es ihnen wert ist. Die meistgefahrene Alternative, würde ich behaupten, ist der Mitas E07. Ich bin ihn in der Plus-Version gefahren. Dann soll er noch etwas mehr für die Straße sein, etwas länger haltbar. Und ich bin ihn als Vorderreifen gefahren und das ist eine super Alternative auch. Ist ein guter Reifen, kann alles, hält auch 22.000 Kilometer. Das Einzige, was ich fand, ist, dass er bei losem Schotter nicht so guten Grip hatte dann. Das kann man sagen. Also wenn du dann so in die Kurven heizt, da musst du aufpassen, ist er mir manchmal vorne weggegangen. Und er ist natürlich günstiger als der Heidenau. Als nächstes hatte ich Metzeler Sahara 3. Und das war eigentlich so lange Zeit mein Lieblingsreifen. Denn ich hatte ihn als Hinterreifen gefahren. Ist ein super Reifen, ist günstig, hält lange, fährst du auch 18.000 Kilometer vielleicht. Ist super, hat super Grip, ist gut auf der Straße, ist gut im Schotter. Bin ich begeistert von und ist auch günstig. Und bekommst du hier auch gut in Südamerika. Weil ich so begeistert war, bin ich den dann auch vorne gefahren. Vorne war es dann so, dass ich bereits nach 11.000 Kilometern dass der Vorderreifen so geschlackert hatte, dass ich extreme Vibrationen hatte. Ich konnte den Lenker dann nicht mehr loslassen, ohne dass da hätte es mich halt hingehauen. Ja. Und das ist ein typisches Phänomen der Tenere 700. Ganz am Anfang, als die neu war, die ersten Modelle, da gab es viele Beschwerden, ja, der Lenker vibriert so und so weiter. Und woran das liegen könnte, Spekulationen. Ich hatte das auch in meiner und ich war bei, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Tenere Yamaha-Händlern
Und alle haben so, ja, da hast du aber falsch beladen, du musst mehr nach vorne laden oder ja, du musst das Fahrwerk anders einstellen und so. Ist alles Quatsch gewesen, denn es lag am Reifen. Ja, irgendwie die erste Marge von diesen Pirelli-Reifen, die waren dann irgendwie uneben oder die hatten eine Unwucht und dann hatte die eben dieses Schlackern. Als ich den Reifen gewechselt habe, war es sofort weg. Aber es passiert eben so, wenn du den Reifen abfährst, dann bilden sich Unebenheiten, der Reifen fährt sich nie eben ab und dann fängt der Reifen wieder an oder der Lenker an zu vibrieren, zu schlackern und immer mehr. Und das war bei dem Metzel da schon sehr extrem, muss ich sagen. Also ich bin ihn dann noch weitergefahren, natürlich, weil ich das natürlich nicht einsehe. Der hat da noch gut Profil, aber der schlackert halt wie Sau. Irgendwann war ich dann in Chile und habe meine Kette gewechselt in einer Werkstatt. Und als wir dann die Kette gewechselt haben, da lag halt so ein Stapel Reifen. Und dann habe ich so, was ist mit den Reifen? Die sehen ja total gut aus. Also ja, hier waren so ein paar deutsche GS-Fahrer, die waren unten in Patagonien und sind jetzt hier und haben die Reifen gewechselt und haben die hier gelassen. Das war ganz oben an der Grenze, also Arica, das ist die Grenze zu Peru, also die nördlichste Stadt Chiles. Dann habe ich so, ja, aber der hat ja doppelt so viel Profil drauf wie mein Reifen, Vorderreifen, wie der Metzelder Reifen. Und meiner hat ja schon so viel vibriert. Und dann hat er so, ja, wenn du willst, kannst du ihn haben. Und es war ein Heidenau K60 Scout. Und deswegen habe ich den Metzelder dann nach 15.000 Kilometern ersetzt. Dann kommen wir zu dem ersten Reifen, der nicht 50-50 ist, sondern etwas mehr fürs Gelände. Und zwar eine Legende unter den Reisereifen, der TKC 80. Ist ein Kontinentalreifen und hat schon relativ gute Stollen, ist eine Baggerschaufel im Gelände, hat halt super Grip. Auf der Straße vibriert er natürlich durch die Stollen und ein Nachteil immer bei Stollenreifen, wenn man dann sagt, so, ja, ich fahre lieber ein bisschen mehr Stollenreifen, dann bin ich fürs Gelände gewappnet, die fahren sich halt super schnell runter. Deswegen war der auch nach 11.000 Kilometern fertig. Also er war noch nicht ganz glatt, aber es war schon so, dass die Leute gesagt haben, so, ey, wechsel mal deinen Hinterreifen. Ist natürlich auch ein Reifen, der schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, ist vielleicht technisch nicht mehr das Neueste, aber ist immer noch ein Reifen, den man gut nehmen kann. Und ich habe ihn halt auch günstig bekommen. Bevor wir zu den Reifen kommen, die ich aktuell fahre und was denn meine Tipps sind, möchte ich kurz über das Drumherum der Reifen reden, und zwar Reifendruck. Ich fahre immer sehr hohen Reifendruck, also auf jedem Reifen steht drauf, was der Maximaldruck ist bei maximalem Gewicht. Und ich fahre fast immer diesen Druck, denn dann ist der Reifen maximal aufgepumpt, die Auflagefläche ist möglichst gering und du hast halt weniger Abrieb. Dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, im Gelände, bei Schotter und was weiß ich, lässt du den Reifendruck ab, dann kannst du besser fahren. Dann hast du eben mehr Aufladefläche und kommst im Gelände besser zurecht. Ich mache das nicht oder sehr ungern. Ich mache das nur bei extremen Sand und sehr schwierigem Gelände. Weil wenn du weniger Druck fährst, ist die Gefahr höher, dass du, wenn du jetzt auf einen Stein fährst, einen spitzen Stein, dann schlägt er auf die Felge durch und schlägt dir ein Loch in den Schlauch rein. Also die Gefahr eines Reifenschadens ist dann höher. Weniger als 1,4 Bar würde ich auch nicht runtergehen, weil dann ist die Gefahr, dass der Reifen sich anfängt auf der Felge zu bewegen und dann kannst du dir auch das Ventil abreißen zum Beispiel. Da gibt es dann Abhilfe, das Rimlock. Das ist so eine Klammer quasi, die du an der Felge dran hast und der hält den Reifen an der richtigen Stelle. Ja, ist so ein Offroad-Gimmick. Da muss ich dazu sagen, der Jamie hatte das. Und die Leute hier, wenn du den Reifen zum Reifenwechsel bringst, du musst dann da aufpassen, weil die Leute kennen das hier nicht, Rimlock. Viele kennen das, haben es noch nie gesehen. Und die haben ihm dann halt den Schlauch, der hat dann den Reifen wechseln lassen und dann auf dem Rückweg 10 Kilometer später war er so zwischen zwei Orten, keine Luft mehr im Reifen. Da haben sie ihm halt den Reifen kaputt gemacht mit dem Rimlock, weil sie nicht wussten, wie man das damit wechselt. Also das ist die Gefahr beim Rimlock. Ich mache es so selten, dass ich dann runtergehe mit dem Reifendruck, dass brauche ich keinen Rimlock, glaube ich. Schläuche kann man natürlich auch noch ein bisschen robustere Schläuche fahren. Ich fahre 4 mm dicke Natur-Kautschuk-Schläuche. Das sind eben dicke Offroad-Schläuche, dass die Gefahr halt weniger ist, einen Reifenschaden zu haben. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Manche Leute sagen, dass dann durch dieses Naturkautschuk, dass dann es eher sein kann, dass der Reifen Luft verliert. Und ich habe auch
immer das kontrolliert. Da kommen wir schon zu dem, was ich empfehlen würde. TPMS, Reifendruck-Überwachungsgerät, kannst du dir für 30 € bei Amazon kaufen. Und diese CarPlays, die jetzt in sind, die haben das oft schon mit integriert. Ja, da hast du so Sensoren und es wird mit Bluetooth an ein Display übertragen. Du siehst immer den Reifendruck und die Reifentemperatur. Einen Platten hatte ich zum Glück erst und es war ein schleichender Plattfuß. Und da konnte ich halt immer überwachen, wann die Luft wieder runtergegangen ist. Dann habe ich aufgepumpt, dann musste ich nicht irgendwie, ich war da auf, weiß ich nicht, 4000 Metern oder so, dann musste ich da nicht irgendwo im Gebirge wechseln, sondern konnte das so machen, dank des TPMS. Dann gibt es natürlich auch viele Motorräder, die Schlauchlosreifen haben. Und wenn ihr mich fragt, Schläuche oder Schlauchlos, ich würde auf Schlauchlos wechseln, finde das besser. Denn dann brauchst du bei einem Reifenschaden nicht den Reifen von der Felge zu nehmen, sondern hast einfach dieses Pfropfen-Reparatursystem und hast es ruckzuck repariert. Nachteil vom Schlauchlosreifen ist, wenn du einen großen Riss hast, in der Flanke zum Beispiel oder am Ventil, dann kannst du das damit nicht reparieren. Und wenn du dann keinen Ersatzschlauch dabei hast, bist du aufgeschmissen. Deswegen solltest du auch, wenn du ein Schlauchlossystem hast, einen Ersatzschlauch dabei haben. Es reicht, wenn du einen für den Vorderreifen dabei hast. Den kannst du zur Not auch hinten reinpacken, um damit bis zum nächsten Schlauchservice zu fahren oder Reifenmann zu fahren. Das geht, kannst du hinten reinziehen. Ich selber habe 2 Schläuche dabei, einen für hinten, einen für vorne, habe den in die Hamsterbacken gepackt. Da das schwarze, graue. Und da bietet es sich an, nicht die dicken als Ersatzschläuche dabei zu haben, sondern die originalen, die dünnen. Weil wenn du die dicken zusammenfaltest, das ist halt so ein Paket. Wenn du die dünnen zusammenfaltest, sind die halt nur so. Also das ist einfach eine Platzersparnis. Und natürlich brauchst du eine Reifenpumpe. Ich habe einen Mini-Kompressor, USB. Man kann aber auch eine Handpumpe nehmen, die ist leichter, aber dann musst du eben mit der Hand pumpen. Und jetzt kommen wir dazu, was ich aktuell fahre. Eben den erwähnten Heidenauer K60 Scout, den ich geschenkt bekommen habe in Arica, durch den ich diesen stark vibrierenden Metzeler-Reifen ersetzt habe. Die deutschen GS-Fahrer haben den angeblich schon 17.000 Kilometer gefahren. Ich zeige mal, wie der da aussah. Und da sieht man halt, das ist ein Heidenau-Reifen. Deswegen diese Kommentare, ah ja, das kann man nur erreichen, wenn man extrem langsam fährt und so weiter. Ich bin nicht der Einzige, der mit dem Reifen so viele Kilometer fährt. Ja. Es ist eben der Heidenau-Reifen, das ist der Langlauf-King. Und deswegen ist es auch der Reisereifen Nummer 1, würde ich behaupten. Und ich bin jetzt noch mal 12.000 Kilometer gefahren damit bisher und der sieht so aus. Allerdings muss ich sagen, jetzt hat er leichte Vibrationen schon. Zwischen 60 und 80 hat er leichte Vibrationen. Ja, ich fahre den jetzt noch ein paar tausend Kilometer und wenn ich dann irgendwann Gelegenheit habe, werde ich ihn wechseln. Und hinten fahre ich den Pirelli MT90 Scorpion AT. Ist der erste Reifen, der mehr Straße ist als Offroad. 60/40, 70/30, wie man es möchte. Ich habe den gekauft, weil ich keinen anderen gefunden hatte. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht davon. Ich bin damit tiefen Sand gefahren, ich bin damit im Dschungel gefahren. Also ich bin damit, hier fahre ich jetzt gerade so Strecken, wo, wenn du auf iOverlander guckst, da sind 17 Ausrufezeichen, oh, die Strecke ist nur 4x4 zu machen und so weiter, fahre ich alles mit dem Reifen. Es ist ein super Reifen, aber ich muss natürlich schon dazu sagen, es ist eben ein eher Straßenreifen. Als ich jetzt die 3 Monate im Dschungel war, im Regenwald, wo eben viel Regen ist, wenn du auf nicht asphaltierter Piste ist, dann darfst du nicht stehen bleiben. Wenn du stehen bleibst, dann ist es oft so, dann kommst du nicht mehr weg, dann hat er keinen Grip mehr. Da musste ich 2-3 Mal angeschoben werden und das auch nicht nur schwer beladen, sondern auch ohne Gepäck. Kam ich nicht mehr weg. Das muss ich sagen. Und auch hier so in den Bergen, wenn es abschüssig ist und du hast so starkes Geröll, loses Geröll, dann kann er auch überhaupt nicht greifen. Dann rutscht er sofort so runter, wenn du bremst hinten. Das muss man dazu sagen. Ansonsten, da sind jetzt aber auch erst 7.000 Kilometer drauf, aber der hat auch noch gut Profil. Bin ich echt positiv überrascht von dem Reifen. Fazit. Ja, ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist tatsächlich so, dass der populärste Reifen auch mein Favorit ist, und zwar der Heidenau K60 Scout. Mit über 20.000 Kilometern macht er auf jeden Fall. Das ist halt unschlagbar. Auch der höhere Preis ist dann gerechtfertigt. Und er kann eben Straße, er kann Schotter, er kann Sand. Du kannst damit alles fahren.
Ich hatte letztens auch wieder einen Kommentar, dass dann so, ja, man muss auch immer fürs richtige Gelände den richtigen Reifen fahren und so weiter. Wir sind Reisende, es muss was Allround sein. Deswegen fahre ich ja auch die Tenere. Ich fahre nicht, wenn ich jetzt auf der Straße bin, eine Straßenmaschine und wenn ich im Dreck bin, fahre ich eine Enduro, sondern ich fahre mit der Maschine alles. Und genauso muss es bei dem Reifen auch sein. Es gilt immer wieder der Satz, es ist nicht das Motorrad oder das Material, es ist der Fahrer. Mir hat auch mal jemand gesagt, so ja, immer die Leute, die immer das Equipment verbessern, verbessere lieber mal deine Fahrkunst, anstatt nur das Equipment. Deswegen, man kann mit diesen 50-50 Reifen durch die ganze Welt fahren, das ist kein Problem. Es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt nur irgendwie Offroad-Touren machst. Und sobald du reist, wirst du immer 70% Straße fahren, egal wie viel Offroad du fahren willst. Du wirst immer große Straßenstücke dazwischen haben. Es geht nicht, dass du um die Welt fährst und fährst nur Offroad. Es geht nicht. Es geht um die Welt zu fahren, nur Onroad, das geht, aber nur Offroad, das funktioniert einfach nicht. Deswegen fahrt mit dem Reifen, den ihr am besten findet, den ihr am liebsten fahren wollt, aber ein Allround-Reifen ist gut und eben ihr spart Geld und Stress bei der Reifensuche, wenn ihr den Heidenau K60 Scout nehmt. Ich habe das oft nicht so gemacht, weil mir der zu teuer war, aber es lohnt sich halt. Heidenau hat auch den Ranger im Programm, den würde ich gerne mal ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert, ist mir noch nicht untergekommen hier, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt noch mehr Reifen natürlich. Wenn ihr dazu Erfahrungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsreifen? Warum fahrt ihr den? Warum seid ihr anderer Meinung? Ich lese das immer alles. Eine Sache noch. Es gibt jetzt Merch bei Ruthis Reisen. Ihr wisst ja, es ist immer ein bisschen schwierig, das von Südamerika aus zu organisieren. Aber ich starte mit Tassen. Und zwar Emaille für unterwegs und Keramik für zu Hause. Es gibt verschiedene Designs und mit jedem Kauf unterstützt ihr mich, meine Reise und die Videoproduktion. Zum Start gebe ich 15% Rabatt mit dem Gutscheincode RUTISTART15. Link ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.